Erstmal Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde. Und heute machen wir was mit Maisgrieß und zwar Polentataler. Bei uns gibt es regelmäßig Salat und da passt so ein Polentataler so richtig gut dazu. Für den nötigen Pfiff nehmen wir dann noch ein bisschen Parmesan. Ja, und jetzt legen wir aber los und fangen mit der Vorbereitung an. Also, auf geht's! Ja, dann nehmen wir dann ein bisschen Wasser, geben das in den Kochtopf oder Pfanne und Salz können wir auch noch ein bisschen schon hinzugeben. Und das Ganze werden wir dann aufkochen lassen. Ja, und wenn es soweit ist, können wir den Maisgrieß schon hinzugeben. Aber schön langsam lassen wir den Maisgrieß reinrieseln. Ja, und dann lassen wir das Ganze kurz aufkochen und dann schalten wir das Ganze runter. Parallel dazu können wir ja schon mal den Parmesan reiben. Und nicht vergessen, immer wieder mal den Maisgrieß, sprich die Polenta, durchzurühren. Ja, wenn wir dann die Konsistenz erreicht haben, geben wir Butter hinzu und würzen das Ganze noch richtig gut mit Salz und Pfeffer. Aber natürlich probieren wir das Ganze vorher mal. Auch jetzt wäre der Zeitpunkt richtig gut, auch eine gute Prise Muskat reinzureiben. Und nach dem Würzen nochmal alles gut durchrühren. Dann bereiten wir eine Arbeitsfläche vor, da geben wir Backpapier drauf und auf das Backpapier, darauf geben wir jetzt den Polentabrei drauf und streichen den richtig schön glatt. So auf 1 bis 2 cm Dicke, je nachdem wie man es haben möchte. Und wenn ich gut drauf bin, gebe ich da auch noch mal ein bisschen Muskatnuss drauf. Ja, und dann ist es schon fast wie Weihnachten. Dann stechen wir die Polentataler aus. Und dann nehmt ihr einfach das, was ihr zur Hand habt. Eine Tasse oder ein Glas, je nachdem. Ja, nur keine Angst. Das, was übrig ist, das wird natürlich nicht weggeworfen. Das wird genauso schnabuliert, einfach ein paar Tage später. Dann ziehen wir die Polentataler mit dem Backpapier auf ein Gitter drauf. Ja, dann sind sie aber noch nicht fertig, weil jetzt kommt dann der Parmesan noch drauf. Wer will, kann natürlich auch einen anderen Käse drauf machen, je nachdem, was man für einen eigenen Geschmack hat. Aber jetzt ab damit in den Ofen für 20 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ja, da können wir das Ganze auch schon auftischen. So heiß wie es ist, wird es dann auch gegessen. Und parallel habe ich vorher schon einen Salat vorbereitet, weil der passt super dazu. Ja, und das ist ein vegetarisches Gericht. Und auf dem Teller sieht es so richtig bunt aus. Und so bunt wie es aussieht, so lecker ist es auch. Ja, und jetzt können wir auch mal so richtig losschnabulieren und das Ganze lecker probieren. Aber ihr wisst, wir sind dann am Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ihr würdet mich hoffentlich auch abonnieren und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.